Kannst dich aber geehrt fühlen. ที่เรานั่งเหรอขอรุ้ง European woman for me the best. Was für ein European woman for me the best. Moment. So, liebe Thailand-Freunde, heute wollen wir in diesem Video uns mal anschauen, wie überfüllt Pattaya wirklich ist oder ob das wieder nur so eine Spinnerei von einigen YouTubern ist. Wir schauen es euch an, ich nehme euch mit auf eine kleine Nachtwalk durchs Pattaya hier auf der Beach Road. Und nach dem Intro geht's los, reingehauen. So, und hier möchte ich den Walk beginnen an der Beach Road, direkt gelegen in Pattaya. Machen wir einen kleinen Schlenker über den Nachtmarkt zum Thema Überfüllung in Pattaya. Alles teuer geworden, bla bla bla, was manche YouTuber behaupten. Ich sag euch jetzt schon, glaubt die Hälfte von dem Schmutz den anderen da so erzählen. Hier kriegt ihr reale Eindrücke. Ich sage euch, wie es wirklich ist. So überfüllt ist Pattaya wirklich. Da lacht sogar meine Frau. Nur mal einen kleinen Einblick. Ich schneide es näher passend zusammen, damit ihr euch jetzt die ganze Markt nicht angucken müsst. Das ist ja Quark. Durian, lecker. So, Freunde. So überfüllt ist der Nachtmarkt. Einfach mal. Also hier, was hier angeblich überfüllt sein soll. Ich habe es am Anfang gesagt. Was hier einige YouTuber behaupten, und das ist alles wieder so auf Sensation getrimmt. Das ist, Freunde, glaubt die Hälfte von diesem ganzen Blödsinn. Das Niveau bei YouTube bei manchen hat langsam wirklich das Level erreicht. So viel zum Thema Überfüllung und ist Thailand teuer. Kurz die Preise eingeblendet. Einfach nur mal ein ganz kleiner Schnitt. So teuer ist Thailand. Ganz einfach. Immer hier die Preise beachten. Erster Mythos gelöst. Ja, ist schon maßlos überfüllt, muss ich sagen. Also, da kriegt man wahrscheinlich kaum noch einen Platz, wenn man sich das so anguckt. Das ist ja Heu. Maßlos überfüllt. Jede einzelne Bar, kaum noch Plätze. Da ist eine hübsche Frau. So sieht's aus in Freetown. Dass ich nicht lache. Free Day. Auch kaum noch Plätze vorhanden, wie man sieht. Eieieiei. Rock Stadium.
maßlos überfüllt, das Ganze. Wer viel läuft, muss natürlich auch ab und zu mal was essen. Freunde, so voll ist Pattaya um 1:45 nachts. Also man kommt kaum noch durch, man sieht es wahrscheinlich auch. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier aus Pattaya vom Terminal, wie man es vielleicht sehen kann. Und ist auch nett vor. Jetzt hier das Terminal, weiß ich, wie groß zu zeigen ist halt der Hintergrund. Wir sind immer noch bei dem Thema, wie überfüllt ist Pattaya oder auch nicht. Was ich jetzt hier so, auch hier so sehe, ist dasselbe, was mir gestern Abend schon bestätigt hat. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwas überlaufen ist. Ich kann nur immer wieder drauf rumreiten, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, warum manche YouTuber dann so Themen aufmachen. Ja, es ist ja alles so überfüllt und teuer. Das Einzige, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, das Einzige hat den einzigsten Zweck, Aufsehen zu erregen und Klicks zu kriegen und damit dann Geld zu verdienen. Das sind immer die größten Drollos, die danach handeln, aber die haben tatsächlich leider Erfolg, ich kann es anders nicht sagen. Ich möchte auch niemand zu nahe treten, aber für mich ist es einfach so, naja, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, denkt man über manche Dinge wahrscheinlich anders. Und deswegen möchte ich hier mal so einen ganz kleinen Schwenker mit euch machen und auch zeigen, wie nicht überfüllt Pattaya denn ist. Also, Terminal 21 in Pattaya aufgefallen ist, sehr viele Landesmänner von mir, von euch, je nachdem. Ich denke mal auch von euch. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ist der Hut gerade? Gerne. Das ist die wichtigste Frage. Ihr müsst mir das sagen. Wenn der Hut nicht gerade ist, einfach in die Kommentare ballern. Alles gut. Dann ist schon gelaufen, aber es ist okay, ist alles gut. Freunde, auch noch mal hier Richtung Walking Street. Einfach mal ein kleiner Blick auf das absolut überfüllte Pattaya. Ja, und ist schon überlaufen, überfüllt und ja. Ja, so ist es. So, Freunde, angekommen in der Walking Street in Pattaya. Was ist da jetzt so alles erwartet, das schauen wir uns jetzt an. Was ist los im Februar 2026? Und auf geht's, rein geht's, jetzt ins Geschehen. Was soll ich euch erzählen? Man versteht wahrscheinlich sowieso kein Wort, deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal mit den Bildern alleine. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen Musik drüberlegen, weil hier wieder alles so Copyright ist. Und damit ihr einen Eindruck kriegt, einen schönen Schlenker quer durch die Walking Street. Hereingehauen.
Nur damit wir uns sagen, es ist jetzt genau, Moment, 9 Uhr am 4.2.2026. Chicken. Was mich an dieser Stelle interessieren würde, wart ihr selber schon in Pattaya, wart ihr auf der Walking Street? Und was mich noch mehr interessieren würde, wie viel war zu diesem Zeitpunkt da los? Lasst gerne mal einen Kommentar da, das würde mich wirklich brennend interessieren. Hier zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, wie voll oder nicht voll der Nightmarkt ist. Es ist so ungefähr immer dasselbe. Es gibt halt viel Essen und Gimmicks und Souvenirs. Und ja, ich esse immer ganz gerne auf dem Nightmarkt. Es hat das nichts zu tun damit, dass ich geizig bin. Das beste Essen gibt es auf dem Nightmarkt. Können wir jetzt hier wiederholen. Zu dem, wo wir jetzt auch, da kommen wir gerade zu. Ja, Thailand ist teuer geworden. Thailand ist überhaupt nicht teuer geworden. Das ist Bullshit. Also wenn ich für ein Partei hier auf dem Nachtmarkt 60 Baht bezahle, nee, da brauche ich nicht in irgendein komisches, schmieriges Restaurant gehen. Brauche mich am Ende im Prinzip noch abziehen lassen. Ja? Sich leistbar, sagen wir mal so. Freunde, um euch mal zu beweisen, dass Pattaya nicht nur Halligalli-Drecksau-Party ist, zeige ich euch jetzt was vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hatte. Und ich finde es hier wunderschön, muss ich wirklich sagen. Ist absolut aufregend, sage ich mal. Und zwar, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Diese wunderschöne Brücke, dieser Übergang. Also eigentlich, ich will jetzt ein Fazit nennen, ich bin noch ein paar Tage hier. Ich will sagen, so groß meine persönliche Enttäuschung am Anfang wirklich war, muss ich sagen, Pattaya hat sich doch für mich zum absoluten Geheimtipp ist jetzt überlaufen. Das Einzige, was mir halt hier sehr auffällt, ist viel russisch angehaucht. Und was ich aber noch viel schlimmer finde, nichts gegen die Leute, aber Inder sind schon irgendwie, ich weiß nicht. Da ist, wo auch den Rest wieder los wird, eine Reise ja nicht. Und jetzt kommen wir noch zu dem Highlight, was ich für euch habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen, nicht zu lange gelangweilt. Jetzt kommt 5, 4, 3, 2, 1. Da ist es, das Pattaya City Sign, was in verschiedenen Farben erstrahlt. Es ist wirklich wow. Anders kann ich es nicht sagen. Also es ist schon, wie man vielleicht auch erkennen kann, es wechselt wunderschön die Farben immer. Und ja, das ist Pattaya. Pattaya hat mich tatsächlich erwischt. Ich hätte es nicht gedacht. Und wie gesagt, nachdem die Enttäuschung so groß wird, was in meinen anderen Videos, welche ihr halt schon erfahren habt oder vielleicht auch noch nicht. Und dann macht natürlich Sinn, die Videos chronologisch hochzuladen, damit ihr mal sehen könnt, wie die Erfolgstreppe war. Also von der absoluten Enttäuschung des Super-GAUs bis zur absoluten Begeisterung. Aber jetzt abschließend möchte ich noch sagen, Pattaya bietet wirklich alles. Also man kann Party haben, natürlich ist es für Party und Halligalli bekannt.
Aber man kann auch wirklich die ruhigen Ecken genießen. Das ist schon wow. Aber der Reisekanal, den ich hier aufgebaut habe, das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Das ist, ich weiß, man sieht diese dumme Lampe andauern. So, das ist das, was ich eigentlich machen will und wofür auch die Leute und die Abonnenten, die ich jetzt schon habe, das sind auch die das auch wirklich sehen wollen, ehrlich. Und auf meinem Comedy-Kanal kannst du immer wieder sagen, ja, habe ich über 5000 Follower, alles gut. Aber das ist wirklich so, vielleicht ist das Thema auch nicht so, das, was ich da hochlade und mache, das kann man sich einmal angucken, das war's. Das hier. Also für mich persönlich hat das auf jeden Fall Mehrwert, würde ich sagen. Und ich bedanke mich bei jedem, der diesen Kanal abonniert. Ich versuche es immer etwas bisschen lustig zu halten, sage ich mal. Und was soll ich euch zeigen, was euch schon 1000 andere gezeigt haben? Ich versuche so ein bisschen meine Art mit reinzubringen. Und deswegen die Leute, die diesen Kanal wirklich abonniert haben, die liegen mir auch wirklich am Herzen. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich habe es eben schon mal gesagt. Und mit diesem atemberaubenden Ausblick noch einmal auf das Pattaya-Sein würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal für dieses Video. Wir haben noch viel vor und ich sammle noch ordentlich Videomaterial, dass, wenn ich zu Hause bin, euch weiter mit Thailand-Videos versorgen kann bis mindestens Oktober, wenn der Plan ist natürlich, was passiert im Oktober? Thailand, ist klar. Ja, wie gesagt, jetzt zeige ich euch nochmal das Pattaya-Sein. Danke an alle, die sich das hier angeguckt haben. Der geht raus an euch. So, Freunde, somit mal ein kleiner Eindruck, wie voll Pattaya in der High Season wirklich ist. Ich habe es anfangs schon gesagt, glaubt die Hälfte von diesem ganzen Blödsinn. Ich zeige euch, wie es wirklich ist. Absolut machbar. Kommt vorbei. Pattaya 2026. Danke fürs Zuschauen. War ein super Abend. Ciao.